Europa im 14. Jahrhundert. Die Glocken, die schweigen. Die Städte sind leergefegt. Alles hat sich verändert. Die Pest ist eingezogen. Und heute schauen wir das Thema genauer an und stellen uns die Frage, sind die Leute wirklich an der Pest gestorben oder sind sie möglicherweise an der Suppe gestorben? Der Graupensuppe, der Pestsuppe, die sie damals verspeist haben. Wir werden es herausfinden. Wer ist wir? Wir ist meine Tochter und ich. Wir haben einen neuen YouTube-Kanal gestartet und das Ziel ist es, immer alte Gerichte nachzukochen, sie zu probieren. Und wie wollen wir das machen? Wir haben draußen einen Garten und da werden wir eine Außenküche gestalten und die versuchen wir entsprechend so münzen oder so zu gestalten, dass wir dort dann wirklich auf dem Feuer auch die Gerichte nachkochen können, so ähnlich wie es damals im Mittelalter gewesen ist. Vielleicht noch ganz kurz zum Kanal selbst. Also wir möchten eine ehrliche und auch transparente, Verkostung machen und euch mit auf den Weg geben, was wir glauben, wie das Gericht geschmeckt hat. Vielleicht als Hintergrund: Ich bin kein Koch und meine Tochter ist auch keine Köchin. Im Gegenteil, sie ist erst 13. Und deshalb, wenn wir die Gerichte gekocht bekommen, dann werdet ihr das definitiv auch schaffen. Kommen wir zur Historie. Also die Pest wütete so um 1347 bis 1352. Ich müsste es jetzt nochmal genau nachgucken. Und sie hat Millionen von Menschen im Prinzip dahingerafft. Die Landwirtschaft, die ist zugrunde gegangen. Die Städte waren leergefegt. Und die Menschen, die mussten im Prinzip sich mit dem ernähren, was irgendwo verfügbar war. Und das war halt nicht viel. Und das waren meistens Lebensmittel, die sehr lange haltbar waren. Und deshalb besteht die Pestsuppe, also auch die Graupensuppe, aus Rohstoffen bzw. aus Lebensmitteln im Prinzip, die sehr einfach war, sehr günstig war, die man sehr gut besorgen konnte und die vor allem sehr, sehr lange haltbar waren. Genau. Ja, kommen wir vielleicht kurz noch zu den Problemen, die es damals gab. Also die Länder wurden nicht mehr bestellt, weil die Bauern gestorben waren und die lebten, mussten sich um ihre eigene Familie kümmern. Die Städte, die waren leergefegt, denn dort wandelte der schwarze Tod. Und die Schiffe, das ist vielleicht sehr interessant, in Venedig wurde der Vorläufer der Quarantäne geprägt. Da gab es eine 40-tägige Quarantänepflicht. Und alle Schiffe dort wurden unter Quarantäne gestellt. Das war im Prinzip der Vorläufer zu dem heutigen Thema oder zum heutigen Begriff der Quarantäne. Auch die Viehzucht blieb damals nicht verschont. Man muss sich überlegen, die Menschen hatten nicht viel. Also entweder konnte sich keiner um die Tiere kümmern und sie sind elendig zugrunde gegangen, verhungert, oder aber die Menschen hatten nichts zu essen. Da wurden die Tiere halt geschlachtet und gegessen. Das ging nun mal nicht anders. Und das hat dazu geführt, dass in dieser Lage die Menschen anfingen zu improvisieren. Sie haben Gemüse auf Holzbrettern in der Sonne getrocknet. Sie haben Gerichte aus allem gekocht, was irgendwo verwertbar war. Und Suppengerichte gekocht. Alles, was man irgendwo auftreiben konnte, ist im Topf gelandet. Und sie konservierten mit Salz und Essig. Da kann man sich vorstellen, wie lecker das sicherlich gewesen ist, wenn viel Essig in dem Essen ist oder wenn sehr viel Salz im Essen ist. Aber es ging nun mal nicht anders. Das alles hat dazu geführt, dass das Vertrauen in den ganz normalen Handel völlig gestört wurde. Und es haben, wie in Kriegszeiten wurden neue Wege gefunden. Also Tauschhandel war sehr beliebt. Und Nachbarschaftshilfe. Also man half sich tatsächlich, wo man konnte. Und viele, die überlebt haben, die haben im Prinzip nur durch Glück überlebt, weil sie sehr wahrscheinlich sehr weit außerhalb der großen Städten gelebt haben. Auch die Klöster damals haben stark bei der Verteilung von Essen geholfen. Dort wurde groß gekocht und dann an die Menschen ausgegeben, sodass man grundsätzlich sagen kann, es war eigentlich eine sehr, sehr harte Zeit. So, und was ist jetzt der Hintergrund der Pestsuppe? Im Prinzip ist es eine Graupensuppe. Also ich selbst habe die damals von meinen Großeltern schon mal serviert bekommen. Die war sehr lecker.
Sie war nicht hundertprozentig aus den Zutaten, wie wir sie heute kochen werden, aber das ist halt eine sehr, sehr einfache Suppe gewesen. Es waren Lebensmittel, die einfach verfügbar waren, die sehr lange haltbar waren. Graupen zum Beispiel, die sind getrocknet, die wurden verwendet und dadurch sehr schlicht. Man hat im Prinzip ja alles genommen, was man in den Topf schmeißen konnte. Und die wurde halt auf dem Feuer gekocht und oft auch gar nicht leer gegessen. Und dann einen Tag später wurde der Topf einfach wieder aufgefüllt und man hat weiter gegessen davon. Dann beinhaltet sie auch Kräuter und auch etwas Essig und das hat im Hintergrund auch des Aberglaubens. Also die Menschen haben geglaubt, dass Kräuter die schlechte Luft im Prinzip und der Essig die schlechte Luft vertreiben kann. Damals war man halt von der Medizin halt noch gar nicht so weit wie heute, dass man genau wusste, wie dann auch die Pest zustande kam. So, und da wir jetzt einen groben ersten historischen Abriss gemacht haben, würde ich sagen, wir holen mal einen großen Topf raus und dann beginnen wir gemeinsam die Pestsuppe bzw. die Graupensuppe zu kochen. Und ich zeige euch die einzelnen Schritte und gebe euch den einen oder anderen Hinweis, wenn mir was bei dem Gericht auffällt. Wie gesagt, das sind alte Gerichte, die sind sicherlich nicht immer 1:1 hundertprozentig richtig und funktionieren so, wie sie aufgeschrieben wurden. Und dann schauen wir mal, wie das läuft und zum Schluss werden wir diese Suppe dann auch verkosten und ich gebe euch meinen Eindruck, wie es denn gelaufen ist. Vielleicht noch kurz vorweg, dieser Teil des Videos, also der erste Teil, das ist das erste Video und da geht einiges schief, den haben wir nachträglich aufgezeichnet, denn das Mikro, was wir geholt haben, das war tatsächlich maximal schlecht, also diesen Ton konnte man keinen mehr angeben oder keinen mehr antun. Dementsprechend wurde der letzte Teil des Videos nachher dann auch nachträglich vertont. Also nicht wundern, das ist vielleicht, dem einen oder anderen wird es vielleicht auffallen. So, ich würde sagen, wir starten rein. Die Zutaten der Pestsuppe waren sehr einfach gestaltet. Sie bestanden aus 200 Gramm Gerstengrütze, ungefähr 3 bis 4 Kartoffeln. Früher hatte man gerne Pestinaken genommen, aber das ist jetzt nicht so ganz meins. Deshalb haben wir es etwas abgewandelt. Es gab auch damals Kartoffeln. Die waren natürlich nicht so vertreten wie heute, aber man konnte sie nehmen. So, dann gab es Gewürze dazu. In dem Fall ist das Thymian, Koriander und Knoblauch. Und natürlich Salz. Dazu kommen 2 Esslöffel Essig, eine große Zwiebel und das Beste dann der Speck. Das war früher natürlich sehr, sehr selten, dass jemand Fleisch hatte, aber ich finde, das gibt jetzt nochmal den letzten Pep und hinzu kommt 1 Liter Wasser. So, der Kanal folgt ja auch dem Motto ehrlich und authentisch und wie ihr gerade seht, das Bild ist etwas zu klein, das ist das allererste Video. Ich habe da einiges noch nicht so geil gemacht. Ich gelobe da Besserung. Wenn ihr trotzdem soweit das ansprechend findet, das Format, dann subscribe den Channel, schreibt auch was in die Kommentare, läutet die Glocke. Wie gesagt, da ist einiges schief gelaufen. Das größte Teil des Videos musste ich neu vertonen, denn ich hatte ein Mikro geholt, was von der Qualität her so mies war, das hätte ich niemandem antun können. Und deshalb verzeiht mir das bitte, das wird besser. Vielleicht hier kurz zurückzukommen, also der Speck, den habe ich in kleine Scheiben geschnitten, der wird jetzt angebraten in einem Topf und das bringt nochmal so einen gewissen Pep mit rein. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass das nicht verbrennt alles, also und auch ab und zu mal wenden und hier habe ich festgestellt, ja, war eine coole Idee, das nach Rezept zu machen, aber das Problem ist einfach, dass das mir unten angefangen hat anzubrennen. Deshalb kommt noch ein Schluck Olivenöl mit dazu. Ihr könnt sicherlich auch andere Fette nehmen, die ihr dazu schütten könnt. Ob jetzt Olivenöl jetzt für jeden verfügbar war damals, steht sicherlich auf einem anderen Blatt. Aber wir hatten es in der Küche oder es war gerade da, deshalb denke ich, ist es ganz gut geeignet. Und der Speck ist da jetzt auch schon soweit braun. Man kann ihn sicherlich noch etwas mehr auslassen, aber für mich hat das soweit gereicht, sodass dann auch die anderen Zutaten mit hinzugefügt werden konnten, also die Kartoffeln in dem Fall und die Zwiebel. Und die werden dann mit angebraten, kurzfristig.
Das ist jetzt etwas zusammengeschnitten, gleich das Video. Also nicht wundern. Und zum Schluss kommt dann noch die Gerstengrütze hinzu. Die könnt ihr ganz leicht mit anbraten. Aber auch dort aufpassen, dass die nicht anbrennt, denn das geht relativ schnell. Und dann müsst ihr die Pestsuppe noch mit dem Wasser auffüllen und das dann 1 Stunde grob kochen lassen auf kleiner Hitze. Immer wieder mal umrühren, dass nichts anbrennt, denn die Graupen im Prinzip, die fangen ja an zu quellen und nehmen das Wasser auf. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass das irgendwo ja, dann anbrennt. So, wir sind jetzt 1 Stunde ungefähr später. Und ihr seht, aus der Suppe wurde mittlerweile eher ein Gemüse. Also entweder ist das Rezept nicht in Ordnung oder ich habe es falsch abgewogen, ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz gefällt mir das eigentlich ganz gut. Und dann könnten wir auch schon oder werden wir auch schon zum Verkosten gehen. Also die Suppe mal abschmecken kann man natürlich vorher tun, aber wir haben uns das heute mal gespart, denn das soll ja ein Erlebnis werden und ein ehrliches Feedback geben und nicht schon vorher klar sein, wie es schmeckt. Deshalb jetzt auf dem Teller damit. So, und jetzt kommt die Verkostung. Und wir stellen uns natürlich die Frage, woran sind Sie denn jetzt gestorben? Und wir probieren das jetzt mal. Ja, eine sehr interessante Konsistenz. Aber schmeckt gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Mit dem Salz ein bisschen aufpassen. Das Salz in dem Speck, das ist eigentlich schon fast genug drin. Aber ich würde sagen, das Essen ist eigentlich ganz schnell gemacht und ist eigentlich ganz geil. Und wir können uns da nicht beschweren, denn mal gucken, was wir so für das nächste Video dann so finden, was wir so nachkochen können. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, unter der Kategorie Gaumen Schmaus zu kategorisieren. Und es ist natürlich immer die Frage, was so die Liebhabereien so sind, was man so gerne isst. Aber es ist ein einfaches Gericht, es ist schnell gemacht und es wird gar nicht so schlecht. Ja, danke fürs Zuhören und bis demnächst. Ciao.